In einigen Ländern ist der Preis für Urlaubsreisen wirklich förmlich explodiert. Schaut man sich die Reisepreise so an und vergleicht man sie mit denen der letzten Jahre, so sind diese teilweise um 40% teurer geworden. Und woran das liegt? Wie die neue Ticketsteuer deine Reisen jetzt noch teurer macht und welche Länder in der Hauptsaison aktuell immer noch am günstigsten sind, das erzähle ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Laut der Zeitschrift Focus will schon ein Viertel der Deutschen in diesem Jahr überhaupt nicht mehr verreisen. Jeder zweite Deutsche will sich in diesem Jahr aus finanziellen Gründen bei Reisen einschränken, so eine Umfrage der Postbank. Andere peilen erst gar keinen Urlaub außerhalb der eigenen vier Wände an. Mit 23% gab fast ein Viertel der Befragten an, ganz aufs Reisen zu verzichten. Weitere 29% wollten zumindest sparen. Das ist natürlich bei der Teuerung der vergangenen Jahre auch kein Wunder. Zwar setzte vor allem der Preisauftrieb bei Energie und Lebensmitteln den deutschen Verbrauchern besonders zu. Das heißt aber nicht, dass Reisen für manche nicht auch einfach wirklich unerschwinglich geworden ist. Vergleichen wir kurz mal die Preise vom letzten Jahr mit heute. So sind einige Länder in diesem Jahr richtig teuer geworden. Am teuersten aktuell Griechenland, ca. 15% mehr. Mallorca und Spanien teilweise 25% teurer. Kroatien und sogar Bulgarien rund 15 bis 20% teurer. Aber jetzt stellen wir uns mal die Frage, woran liegt das? Erstens müssen die Reiseveranstalter seit 2021 einen teuren Insolvenzschutz bezahlen. Das ist eine Art Versicherung für den Fall, dass sie pleite gehen, um dann den Kunden entschädigen zu können. Und zweitens sind natürlich auch die Kosten für Energie und Treibstoff überall gestiegen. Und natürlich drittens, die Personalkosten bei den Airlines sind ebenfalls angestiegen. Okay, soweit, so gut, aber jetzt schauen wir uns mal die Aktienkurse von 3 Unternehmen an und die zeigen, dass sich hier hohe Gewinne versprechen und die Kunden müssen mehr zahlen. Die Notierung von TUI als größten Tourismuskonzern Europas, die ist seit Oktober 2023 um mehr als ein Drittel gestiegen. Das Papier von Lufthansa ging im Sommer 22 um rund 50% hoch, gerade auf dem Nordatlantik und beim Ferienflieger Eurowings florieren momentan die Geschäfte. Und Ryanair ist nach einem Kursplus von 40% jetzt 23 Milliarden Euro wert. Es liegt also nicht nur an den externen Kosten. Hier werden natürlich seitens der Reiseanbieter und auch der Flugairlines ebenfalls noch ein paar Prozente auf den Reisepreis raufgelegt. Und wie macht ihr das dieses Jahr mit dem Urlaub? Eher sparen oder bleibt ihr trotz der hohen Preise immer noch dabei und fahrt zu eurem gewohnten Ziel? Schreibt's mir doch einfach mal hier direkt in meine Videokommentare. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Aber das ist ja noch nicht genug, denn ab Mai 2024 erhöht sich dann auch nochmal die Ticketsteuer für Flüge ab Deutschland. Die Steuersätze ändern sich hier wie folgt. Die Kurzstrecke mit bis zu 2500 Kilometern pro Fluggast war bis jetzt bei 12,48 € und steigt auf 15,53 €. Die Mittelstrecke zwischen 2500 Kilometern und 6000 Kilometern war bis jetzt bei 31,61 € pro Fluggast und liegt aktuell ab Mai bei 39,34 €. Die Langstrecke, da wird nochmal richtig zugegriffen, ab 6000 Kilometern pro Fluggast steigt von 56,91 € auf 70,83 €. Und das wird natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Kunden umgelegt. Insbesondere Passagiere, die von Deutschland aus starten, müssen hier mit höheren Ticketpreisen rechnen. Merklich teurer wird es natürlich auch bei den Ticket-Niedrigpreisen, wie zum Beispiel von Billigfluggesellschaften wie EasyJet, Ryanair und Co. Experten sehen in der erhöhten Steuer einen erheblichen Nachteil für die deutschen Passagiere. Dieser Aufpreis sticht nämlich innerhalb Europas heraus und außerdem hätten einige Fluggesellschaften schon angekündigt, dass sie ihre Flugpläne überdenken und möglicherweise auch zusammenstreichen, denn sie gehen hier eventuell von einem geringeren Flugaufkommen aus. Aber schauen wir uns schnell nochmal den Grund der erhöhten Ticketsteuer an. Der Gesetzgeber hat 2010 anstelle einer wettbewerbsverzerrenden Kerosinsteuer eine weniger wettbewerbsverzerrende Luftverkehrssteuer eingeführt. Die Erhöhung dieser zum 1. Mai hat natürlich der Gesetzgeber damit begründet, dass er infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Haushalt, ihr könnt euch noch dran erinnern, hier wurden natürlich einige Milliarden zusammengestrichen, jetzt diese Kosten wieder reinholen muss und deswegen die Luftverkehrssteuer erhöht. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, können diese Preise auf bereits gekaufte Flugtickets noch
aufgeschlagen werden? Und die deutliche Antwort ist nein. Hat man bereits ein Ticket für einen günstigeren Steuersatz gekauft, dann kann der Preis nachträglich nicht mehr geändert werden. Es besteht keine rechtliche Möglichkeit seitens der Luftverkehrsunternehmen und auch der Tourismuswirtschaft, die Differenz in der Steuerhöhe bei bereits verkauften Tickets oder Pauschalreisen vom Passagier rückwirkend einzufordern. Aber wann ist natürlich der günstigste Zeitpunkt, einen Flug zu buchen? Und die Erfahrung zeigt natürlich, je früher man einen Flug bucht, umso günstiger ist der Preis. Und dadurch, dass die Fluggesellschaften durch die frühe Buchung natürlich eine langfristige und zuverlässige Planung haben, können die Airlines eine hohe Auslastung der Flugzeuge erreichen und den Verbrauchern im Gegenzug dann preiswerte Tickets über Frühbucherrabatte anbieten. Es gibt natürlich auch noch die Last-Minute-Buchung, aber hier hat man, glaube ich, in der Saison deutlich weniger Chancen, einen guten Flug zu bekommen. Du siehst also, es wird nicht besser. Als ich im Januar auf Fuerteventura war, hatte ich glücklicherweise wirklich noch keine großen Verteuerungen gegenüber dem letzten Jahr. Aber ich denke, im nächsten Jahr wird sich das auch wirklich ändern. Das wird nicht mehr so günstig werden. Denn wenn man sich jetzt die Situation auf den Kanaren anschaut, wird die Tourismusanzahl wahrscheinlich auch begrenzt. Und das ist natürlich auch wieder ein Garant für Preiserhöhungen. Was mich natürlich noch interessieren würde, ist denn der Campingurlaub oder der Urlaub mit dem Wohnmobil ebenfalls so teuer geworden? Falls hier einige Camper zuschauen, seid doch bitte mal so lieb und schreibt das hier in die Videokommentare direkt rein, ob das in diesem Bereich genauso ist. Ich sage schon mal vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt aber mal zu den Möglichkeiten, in dieser Saison nochmal aktuell zu sparen. Und klar sind und waren Frühbucher in diesem Jahr klar im Vorteil. Und das wird natürlich auch weiterhin so sein. Wer früh bucht, der kann auch sparen. Und das ist aber nichts Neues. Andere Möglichkeit, wenn man sich gut im Netz auskennt, aufgrund der deutschen Steuersätze, lohnt es sich mittlerweile auch über sogenannte VPN-Anbieter im Ausland zu buchen. Denn nicht alle Preise in jedem Land sind vom gleichen Anbieter gleich. Mit dem VPN-Anbieter verschleierst du deine IP-Adresse und damit kannst du dich natürlich in Länder beispielsweise wie Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien einloggen, wo die Preisangebote für die gleichen Reisen deutlich billiger sind und die Steuersätze natürlich auch. Und deswegen gibt's hier preislich wirklich große Unterschiede. Aber ich würde es nur diesen Menschen empfehlen, die sich wirklich mit der Materie auskennen und mit den VPN-Anbietern klarkommen. Neueinsteigern würde ich das nicht empfehlen. Da beschäftigt euch erstmal mit der Materie. Und wer sich rechtlich hier mal informieren möchte zum Thema VPN und Reisebuchung, für den habe ich direkt hier in meiner Videobeschreibung mal ein gutes Video einer Anwaltskanzlei verlinkt, wo ihr dann sozusagen auch so ein bisschen die rechtlichen Vor- und Nachteile austesten könnt. Jetzt werden die einigen sagen, okay, dann bleibe ich eben hier in unserem Land und fahre an die Nord- oder Ostsee, aber man wird schon bemerkt haben, dass hier die Preisanstiege ähnlich sind und man sich gerade mit einer größeren Familie diesen Urlaub quasi überhaupt nicht mehr leisten kann. Die positive Nachricht ist natürlich, es gibt auch Länder, die dieses Jahr günstiger geworden sind. Im Vergleich zu 2023 sind das die türkische Riviera, Rhodos, Hurghada, Ägypten und auch Tunesien. Natürlich lieben es viele von euch, jedes Jahr an den gleichen Ort zu fahren und sie kennen das und können dort Urlaub machen. Sie wissen, wo was ist. Sie können natürlich sofort einchecken und kennen sich so definitiv aus. Aber wer Experimente wagt in diesem Jahr und mal woanders hinfährt, ohne den Mainstream zu folgen, der kann wirklich am meisten sparen. Denn statt Spanien geht auch Albanien. Jetzt wirst du natürlich erstmal ein bisschen komisch gucken und sagen, was will er denn jetzt von mir? Er empfiehlt mir Albanien als Urlaubsland. Aber erstens, gleich neben Italien. Und zweitens gibt's dort auch das Mittelmeer, gute, saubere Strände und richtig schöne Hotels. Es sind natürlich, wie gesagt, nur alternative Vorschläge für alle diejenigen, die jetzt buchen wollen, sparen wollen oder auch mal andere Alternativen ins Auge fassen als nur Spanien, Italien oder Griechenland. Und hier sind die aktuell günstigsten Reiseländer im Jahr 2024. Albanien hat natürlich auch vieles zu bieten, zum Beispiel Berge, die albanischen Alpen mit Canyons, gute Städtereisen sind dabei und natürlich auch der perfekte Mittelmeer-Strandurlaub.
Im Vergleich ist Albanien genauso mediterran wie Italien oder Griechenland und zwischen Mai und September hast du hier Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad. Die Wassertemperatur beträgt 22 Grad und Flüge gibt es dann schon pro Person, wenn man richtig Glück hat, ab 100 bzw. 200 Euro. Ein 4-Sterne-Hotel kostet da 60 Euro die Nacht und ein Airbnb kriegst du schon ab 20 Euro pro Nacht. Auch gut essen geht in Albanien. Wenn man sich da was gönnen möchte, kann man hier mit 2 Personen zwischen 20 und 30 Euro einplanen und hat ein perfektes Menü inklusive Getränke. Und wenn man sich die Reisepreise so anschaut, dann lassen sich gegenüber dem Massentourismus in Spanien und Griechenland hier für den gleichen Urlaub wirklich teilweise 1000 bis 1500 Euro sparen, wenn man mit der Familie und 2 Kindern bucht. Nächster Vorschlag ist Montenegro. Hier geht natürlich auch Natur, Wandern, Badestrände hat man und aktuell auch Städtetrips. Von Mai bis September ist die Temperatur hier von 25 bis ungefähr 30 Grad. Wassertemperatur auch bei 22 Grad. Flüge kriegt man schon ab 160 Euro, sogar in der Hauptsaison. Und Ferienwohnungen sind ab 30 Euro pro Nacht für 3 Personen erhältlich. Fürs 4-Sterne-Hotel bezahlst du dann 60 bis 80 Euro pro Nacht. Ungarn ist natürlich auch noch dieses Jahr sehr günstig. Da war ich vor 10 Jahren, glaube ich mal. Das war gar nicht mal so schlecht. Hier geht's natürlich entweder auch Städtetrip in Budapest bzw. Baden am Balaton. Von Mai bis September hast du hier zwischen 25 und 35 Grad. Flüge gibt's von 150 bis 180 Euro, wenn du Glück hast in der Hauptsaison. Hotels außerhalb von Budapest 30 bis 50 Euro pro Nacht. Und ein gutes Essen, deftig und kräftig für 2 Personen. Hier musst du ca. 25 bis 30 Euro einplanen. Was natürlich auch noch perfekt ins Reisebudget passt, ist Malta. Hier kannst du von Juli bis Oktober Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad genießen. Das Wasser ist bei 23 Grad. Flüge gibt's ab 170 bis 200 Euro pro Person. Die Hotelübernachtung kostet dich 30 bis 50 Euro pro Nacht in einem guten Hotel und ein Essen mit 2 Personen zwischen 15 und 20 Euro. Natürlich gibt es auch noch günstige Reisen in diesem Jahr, wenn man sich Haupt- und Nebensaison so anguckt, aber viele können natürlich nur in den Ferien mit den Kindern verreisen und da wird es dann relativ kompliziert, wenn man wirklich nur 2 Monate für den Urlaub bzw. auch für die Buchung hat und da alle oder viele in dieser Zeit verreisen, wird es natürlich dann richtig teuer. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video hier einige Einblicke geben, vielleicht auch noch ein paar Tipps zum Sparen. Mehr Infos kriegt ihr hier noch in meiner Videobeschreibung, einfach mal reinschauen, den Kanal abonnieren, wenn ihr diese Art von Videos mögt. Das Video liken. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch eine entspannte Urlaubszeit und sage Tschüss, Bye bye und Winke Winke.